Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen bei Onkel Wuschel. Mit dem Wetter haben wir dieses Jahr im Sommer nicht so viel Glück. Trotz des Wetters zeige ich euch die Highlights der Europastraße 44. Die Europastraße 44 fahre ich zum Teil relativ häufig, aber diesen Abschnitt der Strecke eigentlich eher selten. Das hier ist die B43 in Hessen. Von Gießen nach Limburg-Lahn ist sie Teil der Europastraße 44. Und ich sage, ich fahre sie relativ selten, aber ich fahre sie gerne, trotz dieser Baustellen. Ja, die B43 soll insgesamt durchgehend vierspurig ausgebaut werden, aber so weit sind sie noch nicht. Zum Teil ist sie nur zweispurig oder auch dreispurig, so dass ich da eigentlich mit dem LKW nur 60 fahren darf. Ich sage eigentlich, ja, wir dürfen 68 und ja, normal ärgere ich damit die Pkw-Fahrer, denn die kommen an mir ja nicht vorbei. Aber so, hier darf ich wieder 80. Es ist eine Kraftfahrtstraße. Und da, wo eine Kraftfahrtstraße vierspurig ist mit einer baulichen Trennung, da darf ich dann auch 80 fahren. Aber sie ist landschaftlich sehr schön und das wollte ich euch mal zeigen. Auch wenn das Wetter im Moment nicht so wirklich mitspielt. Aber da ich ja so selten hier lang fahre, habe ich gedacht, stören wir uns nicht an den Wolken und genießen mal die schöne Landschaft. Ich bin auf dem Weg nach Luxemburg. Gestartet bin ich in Leipzig. Dort habe ich ein Triebwerk geladen für Luxemburg. Ja, und da muss ich dann eben ab Gießen über die Europastraße 44 fahren. Und ihr seht selber, die ist landschaftlich sehr schön. Jo, vorbei mit dem 80 fahren. Jetzt darf ich wieder nur 60. Aber nein, ich habe mich diesmal in den fließenden Verkehr eingereiht, in der Hoffnung, dass hier keine Blitzer stehen. Das sollte ich ja eigentlich nicht erzählen. Aber was hätte ich denn tun sollen? Der heutige Tag geht für mich mit dieser Brückenfahrt erstmal zu Ende. Ja, der Tag war bis dahin schon recht lang und ich musste in die Pause. Ich hatte eigentlich gehofft, das noch bis kurz vor Limburg zu schaffen, weil da gibt es eine tolle Tankstelle. Da ist die Lahn. Fahren wir gerade rüber. Habt ihr gesehen? Auf der rechten Seite? Das war die Lahn. Ja, die B43 verläuft im Lahntal. Und wie gesagt, mein Tag geht hier zu Ende. Ja, etwa auf halbem Wege. Aber die B43 wird dann tatsächlich erst wieder kurz vor Limburg interessant. Und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann mal nachschieben kann. Heute mache ich erstmal Schluss. Aber morgen geht's weiter. Ja, hier im Video. Hier im Video habe ich die beiden Tage zusammengefasst. Ich übernachte hier. Gut, ich hätte hier hingepasst. Aber es sah für mich so aus, als würden die Autos alle wegfahren und dann hätte ich hier schön direkt vor der angenehm sauberen Toilette stehen können. Naja, 11 Stunden geht das alles. War auch recht ruhig, also in der Nacht ist da nicht so viel Verkehr. So, wir sind kurz vor Luxemburg jetzt am nächsten Tag.
Und das ist etwas, was man im Moment fast überall an den deutschen Grenzen sieht. Polizeikontrollen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mich eigentlich über Schengen so gefreut. Und damit machen sie das alles kaputt. Ich verstehe es nicht. Aber jetzt genießt mal diese schöne Morgenstimmung hier. Ach, ich finde das so schön. Ja, der Scheibenwischer kommt zum Einsatz, aber trotzdem schön. Das ist eine Autobahn, auf der wir fahren. Das ist die A48. Die A64. Ja, A64, genau. Entschuldigung. Landschaftlich sehr schön. Und ich darf hier tatsächlich eigentlich 80 fahren, aber hier ist jetzt 60 für alle, also, naja. So, jetzt ist es wirklich Autobahn-ähnlich. Aber kurz hinter Trier ist das tatsächlich schon die A64, auch wenn es nicht autobahnmäßig aussieht. So, zum Abschluss eine Baustelle, die ist ein Horror für mich. Wirklich, guckt euch das an, wie eng das da reingeht. Ich habe nicht viel Platz zu beiden Seiten. So, hier geht es jetzt einigermaßen. Aber wenn dann auf der rechten Seite auch Barrieren erscheinen, so wie das vorhin da gewesen ist, dann wird das fürchterlich eng. Trotzdem wollte ich euch die Bilder zeigen. Ja, nicht wegen der Baustelle, sondern ja eigentlich wegen der tollen Ausblicke. Okay, damit müssen wir leben. Unsere Infrastruktur ist marode, da muss was gemacht werden. Bin ich dann auch mit einverstanden? Auch wenn ich hier in diesen Situationen tatsächlich Blut und Wasser schwitze, wenn ich da durchfahre. Naja, und ihr seht, selbst die PKWs fahren nicht sonderlich schnell, also die haben genauso Muffensausen. Wir fahren runter ins Sauertal, kurz vor der Grenze nach Luxemburg. Die Sauer fließt in die Mosel. Da ist sie. Wir sind im Sauertal. Wir fahren über die Sauertalbrücke und direkt auf der Mitte der Brücke ist dann auch die Grenze zu Luxemburg. Ah, ich finde das so schön. Es ist nur so schade, dass das Wetter nicht mitgespielt hat. Ich hoffe trotz allem, dass ich euch damit trotzdem erfreuen konnte. Aber freut euch auf was jetzt kommt. Ich lade morgen für Lissabon. Es geht nach Lissabon. Ach, ich freue mich und ihr könnt euch auch drauf freuen. Hier kommt mal die Einkaufsstelle, wo ich gerne einkaufe. Aber heute nicht. Hat euch dieses Video gefallen? Dann schaut doch gerne mal wieder vorbei, vor allem auch, wenn ihr Lissabon nicht verpassen wollt. Und bis dahin sage ich euch wie immer, macht es gut.